Simutrans ist eine klassische Transportsimulation. Wie in dem Genre üblich, muss man Passagieren ermöglichen, von A nach B zu gelangen, müssen Rohstoffe in Fabriken gebracht und Fertigwaren oder Lebensmittel in die Städte geliefert werden. Je besser das Transportnetzwerk, umso stärker wachsen die Städte in die Breite und in die Höhe. Aber Simutrans kann mehr. Selbst ein bescheidenes Transportnetzwerk hindert euch nicht, eine Stadt zu vergrößern und zu gestalten. Mehr noch, ihr könnt sogar Städte ganz ohne Transport nach euren Vorstellungen erzeugen und entwickeln. Wie das geht, das erkläre ich euch in diesem Video. Bevor es jetzt mit Citybuilding und Schönbau losgeht, noch ein paar Worte zu Simutrans. Die Transportsimulation ist Open Source, was bedeutet, dass eine Vielzahl von Programmierern und Grafikern dieses Spiel in ihrer Freizeit entwickelt hat und betreut. Als Open Source Projekt kann die Software kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Sie steht für Linux, Windows, Mac zur Verfügung und sogar eine Android-Version ist angeboten. Auch Spieleplattformen wie Steam haben es im Programm. Simutrans stellt keine hohen Ansprüche an die Hardware, sodass man nicht nur die Kosten für das Programm, sondern vor allem die Kosten für die teuren Grafikchips spart, die locker mehrere 100 Euro verschlingen, von Gaming-PCs ganz zu schweigen. Jeder aktuelle PC oder Laptop reicht aus, um Simutrans zu betreiben. Selbst ältere Hardware reicht in der Regel aus. Fairerweise möchte ich darauf hinweisen, dass das Programm dafür keine 3D-Darstellung bietet. Die Fahrzeuge und Gebäude aber trotzdem, wie bereits zu sehen gewesen, wirklich gut aussehen. Noch etwas Technisches. Simutrans besteht aus 2 Komponenten, dem eigentlichen Programm und einem Grafikset, auch Packset genannt. Die offene Architektur der Software hat dazu geführt, dass es mehrere solcher Packsets gibt. Die Videos hier basieren alle auf dem Pack 128 German, das meiner Meinung nach besonders für Citybuilding und Schönbau geeignet ist. Grundsätzlich aber könnt ihr die gleichen Aktionen auch mit anderen Packsets durchführen, auch wenn die Menüs teilweise etwas anders gestaltet sind. Und das möchte ich nochmal klarstellen. Also das wird jetzt kein Let's Play für den Aufbau eines Transportnetzwerks. Dazu gibt es hier auf YouTube, im Tutorial und auch in Foren viel Unterstützung. Hier geht es also um Citybuilding und Schönbau. Ja, dann kann es jetzt losgehen. Wenn ihr Simutrans mit dem Pack 128 German zum ersten Mal startet, bekommt ihr einen Bildschirm so wie diesen. Hier die Begrüßung und im Hintergrund eine Karte von einer Insel, die ja nicht größer ist als das. Da könnte man noch was anderes zeigen, aber das war dann schon alles. Mehr gibt es da nicht zu entdecken. Deshalb gehen wir gleich mal auf ein neues Spiel und schauen, was uns die Programmroutine hier anbietet. Wir lassen alles so, wir nehmen das 16 Städte, okay. Wir wollen ja schnell zum Ergebnis kommen. Mit Epoche ab Jahr 1800, das können wir natürlich nicht stehen lassen. Das müssen wir abwählen. 1800 gab es weder asphaltierte Straßen noch Hochhäuser oder gar Business Towers. Und da schreiben wir lieber mal 26 hier rein. Wir bräuchten das eigentlich nicht zu ändern, denn in dem Moment, wo wir die Epoche abgewählt haben, haben wir den gesamten Gebäudebestand des Pack 128 German freigeschaltet. Aber es würde mich ein bisschen stören, wenn man Business Towers hätte und hätte hier unten stehen 1800. Nicht relevant für das Spiel eigentlich, aber ein Störgefühl mag ich nicht. Wir starten das Spiel. So, schauen wir mal, was wird uns angeboten. Dauert einen kleinen Moment. Ja, das ist natürlich eine sehr sonderbare Stadt, auch ein bisschen zu klein. Ich will keine große Stadt nehmen. Wir wollen lieber eine etwas kleinere nehmen, auf der wir dann zeigen können, wie man eine Stadt entwickeln kann.
schauen wir mal, wir haben ja 16 versprochen bekommen. Links oben sind Einstellungen und rechts daneben ist die Reliefkarte. Hier haben wir schon die Reliefkarte. Jetzt haben wir noch ein bisschen vergrößert. So von der Größe her wird mir dies ganz gut gefallen. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Ein bisschen könnte sein, dass mich dann der Wald da stört. Aber wir fangen einfach mal an. Wir schauen, was zu machen ist. Die Größe, wie gesagt, passt sehr gut. Simotrans erlaubt 4 Ansichten. Eine haben wir jetzt im Uhrzeigersinn 90 Grad rechts herum. Also drehen wir die Karte. Ja, sieht ganz nett aus, ne? Lassen wir mal so, können wir damit arbeiten. Da gibt es keine festgelegte Himmelsrichtung, wenn ich so sagen darf, sondern das macht man so, wie man möchte. Aber ich nehme einfach das, was vorgegeben war. Ja, wie können wir die Stadt jetzt größer bekommen? Also erstens mal, wenn man guckt, Simotrans arbeitet so mit quadratischen Kacheln. Das führt dann dazu, dass die meisten Gebäude auf eine Kachel passen. In unserem Pack, dem 128 German, haben wir dann immer Beschreibungen auch. Der Bauernhof der Oberdorfers wird mittlerweile in 3. Generation geführt. Okay, das ist eine fantasievolle Beschreibung, warum nicht? Daneben modernes Einfamilienhaus der mittleren Preisklasse oder hier hübsches Zwei-Parteien-Haus im Fachwerksstil. Ja, können wir so weitermachen. Sparen wir uns jetzt. Wir wollen jetzt erstmal sehen, wie wir die Stadt größer bekommen. Wo macht man das? Nun, hier oben haben wir die Spezialbauwerkzeuge. Die lassen wir alle mal rein. An der Seite diese Tasten und konzentrieren uns auf den Karteneditor des Spielers. Da haben wir die Möglichkeit, eine neue Stadt zu gründen. Wir sind Simotrans-Spieler und haben 38,4 Millionen Euro in der Kasse. Könnten das also machen, aber wir haben ja schon 16 Städte, da brauchen wir nicht noch eine 17. Aber Stadtgebäude bauen, das ist genau das, was wir haben wollen. Da schauen wir mal nach, was ist da zu machen. Jo, da geht's los. Aber da wird es auch schon, da wird es natürlich schnell unübersichtlich. Woher soll ich jetzt schnell finden, was ich möglicherweise da bauen will? Und dann baue ich da irgendwas und dann stelle ich etwas später fest, ach, da gab es ja noch ein viel besseres. Um jetzt erstmal ein bisschen forscher voranzukommen, gibt es noch einen anderen Weg. Simotrans bietet die Möglichkeit, den Spieler zu wechseln. Hier oben steht es, Spielerwechsel. Hier unten bin ich, wie gesagt, Simotrans-Spieler. Und wenn ich jetzt wechsle, bin ich, hier unten steht es, öffentliche Hand. Die hat jetzt sogar etwas weniger Geld als ich. Naja, Pech gehabt, wir haben etwas mehr. Nun könnten wir das Geld natürlich zusammenschmeißen, denn natürlich, wenn wir Gebäude bauen oder abreißen, dann kostet das etwas. Also auch bei Simotrans ist natürlich nichts umsonst, weil der eigentliche Zweck des Spiels ist ja Transportsimulation. Und wenn man was anderes macht als transportieren, dann muss man dafür eben bezahlen. Auch das Transportieren ist natürlich erstmal eine Investition, aber dann mit der Zeit kommen Gelder rein. Wenn ich diese Transportsituation nicht habe, kein Transportnetzwerk, dann gebe ich nur noch aus, bezahle nur noch und irgendwann ist dann Schluss mit lustig, dann habe ich kein Geld mehr. Und wenn ich einen Monat lang im Minus bin, sagt mir das Spiel aus, du hast verloren, Spiel beendet, du bist bankrott. Die öffentliche Hand, die kann nicht bankrott gehen. Also die kann zig Milliarden an Schulden haben, die lebt weiter, die macht weiter.
Und weil wir jetzt ja Citybuilding machen wollen, es also kein Geld reinkommt, dann müssen wir die öffentliche Hand einfach jetzt hier schröpfen. Da müssen wir sagen, komm, du bist dran. Und sie hat nämlich den Editor, den Karteneditor der öffentlichen Hand. Und der hat es in sich. Der kann neue Industrien bauen, der kann aber auch die Einwohnerzahl erhöhen. Schauen wir mal, wo ist denn das Rathaus hier? Das ist das Rathaus. Sieht hübsch aus, oder? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Schönes Gebäude. Können wir auch mal drehen. Jetzt ist es versteckt hinter dem einzigen Hochhaus der Stadt. Und dann ist es wieder da, erschienen. 1589 Bewohner hat Kleve. Wir zoomen jetzt mal ein bisschen raus, leicht raus, weil wir nämlich jetzt sehen wollen, was passiert, wenn wir die Einwohnerzahl erhöhen. Man erkennt an dem Mauszeiger, dass irgendwie was jetzt passieren könnte, und wir klicken irgendwo hin. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ihr habt gleich gesehen, da ist was entstanden, hier. Das sind zumindest einmal die Baugruben, und dann dauert es einen Moment und dann entsteht da das Gebäude. Wir können nochmal klicken. Uiuiui, das ist ja gleich ordentlich zugeschlagen. Ja, gut. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Zack. Du Navidchen, da ist jetzt was entstanden. Jetzt sind wir auch bei 6.155 gelandet, also das Fünffache von dem, was wir vorher hatten. Oh, da frisst er sich hier so links in den Wald auch rein. Ja, das ist der Weg. So geht's schnell. Nochmal. Das macht Spaß und das kann man machen. Bis der Finger verkrampft und die Maustaste hinüber ist. Wenn man dabei bleibt, dann kriegt man vielleicht irgendwann mal so etwas. Ich muss etwas rauszoomen, damit man überhaupt sieht, was hier entstanden ist. Das ist eine Stadt, die einer meiner Enkel gebaut hat. Und genau mit diesem Dauerklicken, 100 Einwohner mehr. Ich gehe mal ganz raus. Das sind auch mehrere Städte. Die hat er alle Tokio genannt. Tokio 14, Tokio 1, Tokio 19. Da hat er noch gar nichts gemacht, wie man sieht. Hätte also auch noch Möglichkeit, aber wahrscheinlich keine Lust mehr. Das größte Agglomerat befindet sich hier. Beeindruckend, doch, ganz bestimmt. Jo, aber irgendwie ist es doch eine Hochhauswüste. Was kann man damit jetzt anfangen? Ich konnte es natürlich als Transporter nicht unterlassen, dann auch noch ein kleines Zugnetzwerk zu bauen. Hier mit einem großen Bahnhof, ja, damit es nicht ganz so leer wirkt. Ja, fahren zwar ein paar Privat-Pkw da durch die Gegend, aber sehr belebt ist das nicht. Und wenn hier nicht hin und wieder wenigstens mal ein Zug fahren würde, wäre es geradezu unbelebt. Belebt. Und vielleicht auch unbeliebt, ja. Gut. Das also könnten wir auch machen, wenn wir das wollten, aber ich möchte euch noch den anderen Weg zeigen. Wir haben ja gesagt, wir machen Citybuilding, aber auch Schönbau. Den zweiten Teil, den Schönbau, den wollen wir nicht vergessen. Kehren wir also zurück zu Kleve, das wir ja auch schon ein bisschen entwickelt haben, aber natürlich lange nicht so, wie das bei meinem Enkel der Fall gewesen ist. Wir wollen ja auch selber aktiv werden. Wir wollen die Stadt gestalten, so wie wir das wünschen. Ihr erinnert euch, das Rathaus hier, das sah schon mal anders aus. Das ist also schon durch das Klicken, durch die Vermehrung der Bürgerschaft ist das auch schon vergrößert worden.
erneuert vor allem. Das sieht man, ist ja ganz modern gestaltet. Aber diese alte Form erinnert natürlich daran, dass es da wahrscheinlich in Kleve auch mal eine Altstadt gegeben hat. Und davon wollen wir uns jetzt mal ein bisschen was zurückholen. Fachwerkbauten ist da vielleicht so das Stichwort. Ich stelle mir vor, dass wir hier gegenüber da neu bauen und dazu erstmal löschen, also remove, R hier oben, hier ist das entsprechende Tool, das wegbauen. Und dieses Gebäude ebenfalls. Ach, das war dann gleich einer mit 4 Kacheln Grundfläche und hier nur ein, gut. Und da würde ich mir jetzt Fachwerkhäuser wünschen. Man kann natürlich auch vorhandene Fachwerkhäuser benutzen. Da gibt es hier so ein dieses Ding noch einmal bauen, diese Pipette, die wäre in der Lage, ich mache es einfach mal, so ein Gebäude zu kopieren und dann dahin zu setzen. Aber ehrlich gesagt, das passt so, das ist nicht so sehr Altstadt. Altstadt denkt man schon an eine bisschen kompaktere, schon etwas vergrößerte Stadt. Und wir werden das wieder wegnehmen und suchen stattdessen ein anderes, ein besseres, ein größeres Fachwerkgebäude. Also doch wieder Stadtgebäude bauen. Die Sortierung, die hier angeboten wird, heißt Passagieraufkommen. Ja, was für ein Passagieraufkommen hätte wohl so ein Fachwerkhaus? Das ist reine Raterei, dann würde man nur rumsuchen. Wir können eine der anderen Sortierungen ausprobieren. Postaufkommen. Naja, das ist natürlich nichts anderes als Passagieraufkommen im Prinzip, denn das zielt auch auf Transportnetzwerk. Einführung heißt, zu welchem Zeitpunkt, wann ist das Gebäude wohl gebaut worden. Ja, das ist natürlich ein bisschen auch unsicher, das kann man ja nicht sagen. Wahrscheinlich ist ein Fachwerkgebäude alt, aber es gibt ja auch Fachwerkgebäude, die erst in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut worden sind. Also das wäre jetzt auch nicht so die entscheidende Stelle, wo man was Vernünftiges finden kann. Außer Dienststellung, ja, das ist bloß umgekehrt. Ab wann wird etwas nicht mehr gebaut? Grundfläche, das ist die Größe, was wir eben hier hatten, dieses Vierergebäude und das einer. Und dann haben wir noch halt als nächstes Übersetzung. Übersetzung, vielleicht wäre der Begriff Beschreibung besser als Übersetzung. Da haben wir hier AEG Gebäude, ARAG, AVL, Albin, also schön der Reihe nach. Hier oben haben wir Anführungszeichen und Nummerierung, okay. Da ist aber kein Fachwerk dabei. Gehen wir mal auf F hier. Ja, und da haben wir Fachwerkgebäude. Was ist das? Weinschenke. Aha. Das sieht nicht schlecht aus. Also das bauen wir jetzt mal dahin. Einfach zack, puff. Das ist auch ein Kachel nur. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, das ist ganz toll. Das gefällt mir. Ja, lassen wir es mal so. Dann gibt es hier noch Fachwerkhaus mit Garten. Das ist mir zu klein. Das gibt es auch hier irgendwo. Das habe ich hier irgendwo schon gesehen. Fachwerk wie dieses sind häufig. Aha, gut, so eins bauen wir noch daneben. Zack. Das ist jetzt eigentlich nochmal das Gleiche. Naja, aber aus irgendeinem Grund ist es auch mit angeboten. Gut, bauen wir es auch dahin. Da. Das steht jetzt andersrum. Ja, gut, dadurch sieht es anders aus, aber ob es auch hübscher ist so. Man kann die Gebäude drehen. Und zwar hier. Da Gebäude drehen.
Dann probieren wir mal, wie es aussieht. Ja, so jetzt. Also so hätte es den Vorteil, dass es dann zwar gleich aussieht, aber hätten wir so eine Art Häuser- oder Einkaufszeile traditioneller Art. Ja, kann man so machen. Ich drehe es trotzdem nochmal, also drehe jetzt mal die Karte und gucke mir das mal an, wenn das so könnte es stehen. Jetzt sind natürlich diese die Ladenzeile, die ist jetzt natürlich irgendwo anders. Auf der Rückseite ist klar, das macht gar keinen Sinn. So, das würde auch Sinn machen. Gut, ist jetzt Ansichtssache, Geschmackssache. Ich lasse es mal so. Hier dieses Gebäude stört mich natürlich auch noch. Ich nehme wieder R für Remove, also hier oben dieses Abrisswerkzeug R und klack, jupp. Dann bauen wir da was anderes hin. Gibt es noch was anderes? Es gibt nichts mehr an Fachwerkhäusern. Jedenfalls ist hier nichts angezeigt. So ein kleines dahin. Das andere, was wir schon mal... Hier hatten wir doch eben gleich so ein kleines... Ja, vielleicht können wir das da hinsetzen. Das setzen wir da hin. Her damit. Push. Ja, ihr seht, die KI hat hier gleich einen Sockel drunter gebaut. Und das jetzt dahingesetzt. Ich würde es gern auch wieder drehen, damit es nicht so direkt an der Straße ist. Entweder so oder so. Nee, das ist... Ich glaube, das ist sehr am Abhang. Ich mache so. Gut, okay. Jo. Jetzt sind wir ein ganzes Stückchen schon weiter, was so die eigenen Vorstellungen angeht. Was mich noch stört, ist dies hier. Das sind also eigentlich dies auch, aber für unser Tutorial, wenn ich das so nennen darf, stört dies am meisten, wie ich finde. Denn hier könnten wir sowas von der Größe etwa auch hinsetzen. Das würde, glaube ich, dem Charakter des Ortes noch ganz gut entsprechen. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Problem, was wir hatten. Was ist groß, was ist klein? Hier von der Beschreibung her finden wir gar nichts. Und wenn wir auf Passagieraufkommen gehen, dann haben wir wieder das gleiche Problem, dass wir hier was finden, wo wir gar nicht wissen, wie hoch das ist. Das ist nur breit, das hat zwar ein großes Passagieraufkommen, ist aber gar nicht hoch. Das ist hoch, aber wir wissen nicht, wie hoch. Ja, da brauchen wir noch andere Informationsmöglichkeiten und die finden wir im Internet. Hier sind wir auf der Seite des PAK 128 German. Das ist die Homepage. Und hier gibt es einige Tipps. Übrigens bei den Spieltipps gibt es auch, ich glaube, 2 Informationen zum Thema Städtebau. Jetzt haben wir Datenbanken der Fahrzeuge hier unten noch. Und hier unten gibt es Fabriken, was jetzt kein Fahrzeug ist, aber in unserem Fall gut gebraucht werden kann. Zumindest als Einstieg. Ich gehe mal da drauf und dann bekommen wir diese Liste hier. Also hier steht Liste aller Fahrzeuge des Sets, 216 Objekte. Es sind 216 Fabriken, nicht 216 Fahrzeuge. Gut, ich gehe einmal nur mal so grob durch. Ihr seht, da gibt es kleine, große, da ist wieder ein großes. Dann gibt es einige auch, das ist nur eine Kachel. Also es gibt auch kleine Gebäude dabei und natürlich große, größere, noch größer, alles Mögliche. Wobei größer eben in diesem Fall auch nicht unbedingt bedeutet, dass es hoch ist, nur dass sie eben viel Platz brauchen, sehr auffallen in der Landschaft. Oh, hier das Stahlwerk, das ist ja riesig geradezu. Und so weiter und so fort. Damit soll es mal Schluss sein, weil wir im Moment ja gar keine Fabrik suchen. Diese Art der Darstellung ist sehr informativ, wir sehen alles Mögliche und für die Transporteure ist die Information auch sehr wichtig, wie viel Zucker braucht dieses
diese Konditorei, wie viel Mandeln braucht diese Konditorei, damit die Marzipan herstellen kann. Ja, für uns, wie gesagt, für uns Citybuilder ist das einigermaßen egal, nicht so für jemanden, der ein Transportnetzwerk aufbauen will. Diese vielen Informationen brauchen wir jetzt also als Citybuilder nicht unbedingt und deshalb gehen wir jetzt mal auf Galerie. Hier. Zack. Jetzt haben wir immer noch Back 120 German Factory und jetzt müssen wir suchen. Und jetzt, jetzt seht ihr, jetzt haben wir diese gleichen Gebäude, haben wir jetzt hier ohne lange Beschreibung. Da kann man also in Ruhe dann aussuchen, was findet man toll, was nicht. Aber die kann man nicht so bauen. Das ist das Problem. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, draufklicken und zack, schon habe ich das auf meiner Karte. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Wir gehen mal gerade nochmal auf die Karte. Da müssten wir hier Industrieanlagen bauen. Also hier sind die Stadtgebäude, hier sind Sehenswürdigkeiten, Touristattraktionen und das sind Industriegebäude. So, hier findet ihr alles, was ihr braucht. Und auch da habt ihr dann wieder die Abbildung. Aber das ist eben nicht so lang. Und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, verständlicher. Ne? Eine Tankstelle. Ne? Gut. Und die kann ich auch direkt suchen. Oder Ölfeld. Oder Apotheke. Apotheken haben wir hier oben. Da kann ich also ein bisschen gezielter suchen, als wir das machen können oder müssen, wenn wir ein Stadtgebäude auswählen möchten. Wie gesagt, es gibt das auch dann als für die Sehenswürdigkeiten, für die Touristenattraktionen. Da ist sogar noch weniger. Ne? Also da kann man schnell was finden, denke ich. Ne? Hier so ein Bahnbetriebswerk. Ja, das ist aber zu groß um das. Ne? Also da gibt es in der Höhe nicht so viele Probleme, aber manchmal in der Breite. Ne? Manche sind eben sehr ausladend. Hier schon wieder ein bisschen ein Problem. Dann haben wir hier die Paulskirche, ja, die ist auch wieder abgeschnitten. Also ihr seht, insgesamt kann man hierüber noch ganz gut suchen. Besser als was einfache Citygebäude angeht. Aber wir können natürlich auch bei den Stadtgebäuden, können wir auch was machen. Statt Factory geben wir jetzt ein Building. Und diese Buildings lassen wir suchen und finden jetzt auch wieder als Galerie eine ganz lange Liste. Da steht ja alles Mögliche, alles durcheinander. Das ist ja eigentlich nicht als Auswahl gedacht, aber man kann die Auswahl hier durchaus treffen. Das eine oder andere Gebäude wird sich hier bestimmt finden lassen, was als Fachwerk durchgehen kann. Dies hier würde ich jetzt nicht unbedingt dazu rechnen. Wir gucken mal weiter. Da, jetzt haben wir was. Da, dieses. Gut. Oh, da steht aber was Komisches. Ja. Ihr seht, da poppen so Informationen auf. COM MGB 1800 A6. Das ist praktisch so eine interne Benennung, die für das Programm oder für das Packset wichtig und interessant ist. Und wieder zurück zu unserer Auswahlliste. Wenn ich ja jetzt auf diese Liste gucke, dann sind das die Beschreibungen zu diesen Objekten. Gehen wir nochmal zurück. Wie hieß das doch gleich? COM MGB 1800 A6. Ja, COM MGB 1800 A6. Ja, das ist das. Und dazu passt eben jetzt die Beschreibung. Mal gucken, ob wir sie finden. Irgendwo ist sie. Da, das ist sie. Ne? Die wird hier auch genannt. Aber ihr seht, das ist die Entsprechung. Der Text, der hier steht, ist identisch und die Objektnummer, die ist eben da. Die ist so, wie sie ist. Damit
kann man aber wahrscheinlich als Städtebauer zunächst mal nichts anfangen. Wenn wir diese Übersicht haben in der Gallery, ist das schon was anderes. Ja, dann könnte man jetzt hier da noch was hinsetzen. Soll ich da noch einen hinsetzen? Nee. Oder doch? Pass auf. Ich nehme R, nehme das weg und baue dies dahin. Ja, hat noch nicht umgeschaltet. So. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. So. Ja. Und ich drehe. Ja, das würde ich aber auch wieder das Gebäude drehen. Das guckt ja so ein bisschen, es ragt ja so ein bisschen vor im Vergleich zu dem daneben stehenden. Also drehe ich einmal. So, ja, jetzt ist es eine Linie. Baufluchtlinie nennt man das, glaube ich. Ne? Ja, das ist doch gut. Gut gelungen. Fertig. Erledigt. Also hier wollen wir ja auch noch was hinsetzen. Schauen wir mal, was die Auswahl da anbietet. Ja, hier guckt, da sind wir ungefähr schon in der richtigen Größenordnung. Schauen wir noch mal weiter, was man so alles da findet. Gehen wir noch mal der Reihe nach durch. So, da ist das Gebäude. Das gefällt mir. Das Comall 1973 A14. Comall. Wieder zurück. Comall 1973 A14. Dieses, ja, das ist das. Kriegen wir mal hin. Ja, gut. Ja, ich finde, das passt auch in das Ensemble. Da sieht die Stadt schon ganz gut aus. Einzigen Störfaktor ist für mich noch dieses Gebäude hier, direkt neben dem Rathaus. Das reiße ich jetzt auch mal ab. Und ja, was bauen wir da hin? Ich könnte mir vorstellen, dass wir da einfach einen Baum erstmal hinsetzen. Ja? Denn, also normale, oder noch besser, vielleicht können wir hier auch so einen Parkplatz hinmachen. Das wäre realistisch. Da gehen wir jetzt erstmal an eine Übersetzung, an die Übersetzung. Gucken wir, ob wir Parkplatz finden. Schauen wir mal. Parkplatz, auch gleich mit Imbissbude. No, auch nicht schlecht. Ja gut, hier. Zack. Imbissbude, das ist nicht schlecht. Dann gehen wir noch einen weiter. Dann nehmen wir das noch weg und bauen hier noch andere Parkplätze, einfache Parkplatz. Ja, die sind ähnlich. Ne? Gut. Machen wir jetzt 2 Parkplätze hin. Die haben jetzt eine blöde Öffnung. Ne, ist okay. Ne? Gut. Ich könnte allerdings noch mal versuchen zu drehen, dass wir den Eingang, der hier zu sehen ist, dass der vielleicht auf die Straßenseite kommt. Ja, gut. Und bei diesem drehen wir dann auch. So. Oh, okay. Lassen wir so. Bilden wir uns ein, dass es gut aussieht. Und dann hat die Stadt, hat der Bürgermeister, hat die Verwaltung einen Parkplatz. Naja, schön. Altstadt ist gerettet, haben wir hingebaut, und der Bürgermeister hat ein schönes Haus. Als letzte Aktion in diesem Zusammenhang bauen wir jetzt noch ein bisschen was Grünes. Hier ist ja nichts. Das ist
Das Einfachste ist Baum. Wir pflanzen hier einen Baum und da einen Baum. Na, die gefallen mir nicht. Nehmen wir R, zack, zack. Versuchen wir mal trotzdem nochmal. Vielleicht haben wir mehr Glück. Ja, das ist schon was anderes. Ja, das sieht besser aus, ne? Gut. Damit ist Kleve ein Stückchen weitergekommen. Bevor wir jetzt Schluss machen, ein wichtiger Hinweis. Wir haben also jetzt uns viel Mühe gegeben, selbst wenn man das selbst wenn man das jetzt mit dem notwendigen Wissen, was wir hier jetzt erworben haben, baut, es dauert schon ein bisschen seine Zeit. Wenn wir jetzt sagen, ach nee, jetzt wollen wir aber mal wieder ein bisschen vorankommen, dann werden wir den Bürgermeister mal wieder bitten, 100 Leute zu rekrutieren. Dann besteht die Gefahr, dass das, was wir gebaut haben, abgerissen wird. Das habt ihr ja bemerkt, ne? Immer wenn wir aufgebaut haben mit den 100 Leuten, dann ist zwar sehr viel am Rand passiert, aber auch in der Stadt, in der Mitte, ist auch das eine oder andere abgerissen worden. Das wäre jetzt sehr, sehr schade, wenn wir da jetzt vergebliche Liebesmühe reingesteckt hätten. Da gibt es aber eine Lösung. Hier. Hier ist eine Taste, die heißt Haus kaufen. Als öffentliche Hand macht das jetzt nicht viel Sinn. Da muss ich jetzt einmal zurück auf den Spieler, den Simutrans-Spieler gehen und kann jetzt die Häuser kaufen, die ich angelegt habe. Kostet ein bisschen was, aber ist wirklich nicht viel. Ne? Hat aber eben den Vorteil, dass die jetzt bleiben. Die werden jetzt nicht mehr von der öffentlichen Hand abgerissen, um was Neues zu bauen. Ob wir das hier auch anwenden? Na, ich will es erstmal lassen. So, wenn ihr jetzt eure eigene Karte, eure eigene Stadt nach den hier präsentierten Tipps aufbauen wollt, dann erhaltet ihr ganz bestimmt früher oder später diese Meldung: Dieser Boden ist ungeeignet. Das ist halb so schlimm, denn wenn ihr, wie rechts dargestellt, alle Klimazonen wählt, was normalerweise nicht der Fall ist, dann solltet ihr keine Probleme mehr bekommen. Was es überhaupt mit diesen Klimazonen auf sich hat, das wird Thema des nächsten Teils sein. Zur Vorbereitung habe ich dann heute schon mal eine neue Karte generiert und habe unter anderem diese 2 Städte erhalten. Obwohl sie beide mit 3400 und 3600 Einwohnern fast die gleiche Größe sind, sehen sie doch sehr verschieden aus. Woran das liegt und was Terraforming in diesem Zusammenhang leisten könnte, soll Thema der zweiten Folge sein, die etwa in einer Woche online gehen dürfte. Bevor ich mich nun verabschiede, biete ich euch noch eine Fahrt durch Hamburg an. Das ist mein Hamburg. Das ist natürlich kein Nachbau der Metropole an der Elbmündung, sondern das ist das, was die Karte, die vor vielen Jahren gestartet hatte, mir angeboten hat. Das war natürlich alles viel kleiner, wie die ursprünglich hieß, die Stadt, weiß ich nicht mehr. Aber ich fand das ganz interessant. Da ist hier so ein kleines Flüsschen, das wird eine große Mündung und nach der Mündung kommt ein großer See, ein großer Teich. Hier übrigens eine Ölplattform. Und da habe ich gedacht, ach, das passt doch, da nennen wir die Stadt mal Hamburg. Ja, und so hat sie dann geheißen, so habe ich sie dann weiter aufgebaut. 80% dessen, was ihr seht, ist KI generiert. 20% stammen von mir. KI generiert, das heißt jetzt nicht, dass ich das gemacht habe, was ich euch gezeigt habe, die öffentliche Hand zu bitten, immer 100 Leutchen dazu zu packen, um dann irgendwann mal auf die, im Moment sind es glaube ich 72 oder 70.000 Einwohner zu kommen. Nein, ich habe das Transportnetzwerk entwickelt, hier ganz viel, ne? Übrigens auch, weil es irgendwann ungeheuer dicht wurde, habe ich auch
ein U-Bahn-System eingeführt. Einmal kurz blicken. Zack, das ist ein U-Bahn-System. Also man kann in Simutrans auch unterirdisch arbeiten und Verkehr abwickeln. Und dann habe ich eben Ecken, die mir nicht gefielen, gelöscht, mit dem Tool hier oben platt gemacht und Neues dafür hingesetzt. 2 Dinge, die ich auch gebaut habe, ist zum Beispiel dies hier. Das ist die Imtech Arena, das Stadion des Hamburger Sportvereins. Das gab es seinerzeit nicht, als ich die Karte gestartet habe, vor 10 Jahren oder was es war. Als diese Grafik dann vorhanden war, habe ich natürlich gesagt, komm hier, das gehört natürlich nach Hamburg hin. Eine andere Attraktion ist dieses hier. Das ist der Heinrich-Hertz-Turm, hier einfach Funkturm genannt, der ebenfalls in Hamburg steht und der sogar denkmalgeschützt ist, so viel ich weiß. Also das 2 Beispiele, wie ich eingegriffen habe in die Städtebildung, in das Citybuilding, das ansonsten Ergebnis letztlich der KI ist, die gesagt hat, die Leute sind mit dir zufrieden, deshalb können wir mehr Leute ansiedeln, deshalb brauchen wir mehr Häuser und so weiter und so fort. Die Fahrt, die ich jetzt machen möchte mit euch, die geht einmal quer durch Hamburg. Und zwar haben wir hier unten, haben wir den Importeur. Der Importeur bringt Mandeln, Wafer, Südfrüchte und Flachs auf den Markt. Mandeln. Vielleicht erinnert ihr euch, als wir den Simo Translator zum ersten Mal gestartet haben, stand oben die Konditorei als einer der Betriebe. Und eine Konditorei haben wir hier oben. Und die braucht, ihr erinnert euch vielleicht, Zucker und Mandeln. Und hier unten, der Importeur bietet Mandeln, also fahren wir einmal quer durch die Stadt dort oben hin. Wir machen das auch deshalb, weil man dann so ein bisschen gucken kann, wie interessant, wie schön die vielen Gebäude sind, die Simutrans anbietet. So, wir gehen erstmal einmal ganz nah. Aha. Wieder ein zurück, weil das die schönere Darstellung ist und man auch mehr sieht. Und jetzt müssen wir einmal das Fahrzeug ins Visier nehmen. Es handelt sich um ein Mercedes-Benz Artego für landwirtschaftliche Güter. Der hat, wenn er geladen ist, hat er diese gelbe Plane oben drauf, damit die 22 Sack Mandeln, die er mitnehmen kann, dass die nicht nass werden, falls es regnet. Rechte Maustaste und wir lassen das Fenster fast verschwinden, gehen hier per Auge auf das Fahrzeug, lösen die Bremse und los geht's. Ja, ihr seht, hier sind noch viele kleinere Häuser, aber da kommt auch schon wieder ein Lastwagen von vorne. Hier sind andere Lastwagen, die irgendwas anderes transportieren, ich weiß nicht was. Zucker kommt von einer ganz anderen Ecke, also deshalb sind wir hier nur mit den Mandeln unterwegs. Ja, da sind immer wieder diese Mandelfahrzeuge, die da kommen. Das ist eben Mandeltransferfahrzeug Nummer 5. Ihr seht, hier sind ganz hübsche Häuschen schon zu sehen. Da ist ein größeres. Und ja, ihr seht auch viele Fußgänger hier. Und hier haben wir das erste größere Gebäude. Zellerstraße Nummer 26 Braunschweig. Das erinnert wieder daran, dass viele der Gebäude, die in dem Pack 128 German zu finden sind, auf echte Vorbilder zurückgehen. So, weiter geht's.
Ja, die Fußgänger, die schaffen es irgendwie unter den Fahrzeugen durchzuschlüpfen. Jetzt haben wir hier schon was Größeres. Noricus Nürnberger, Nürnberger Hochhaus. Das ist das Rathaus von Hamburg. Und das geht auch auf ein Originalrathaus zurück. Wenn ich nochmal klicke, habe ich Stralsund, Level 48. Das heißt, so viel Passagierbewegung findet dort statt. Oh, hier rechts, das darf ich nicht unterschlagen. Holiday in Hamburg. Das ist wirklich ein Hamburger Urgewächs, Urgebäude, das wir hier besichtigen können. Rechts der Hauptbahnhof. Jetzt müssen wir einmal halten, weil irgendwas mit Verkehrssituation da ist. Die Flugzeuge, die kommen hier immer im Tiefflug lang. Ja, habt ihr gesehen? Der Bus musste jetzt warten. Ja, ist immer lustig zu gucken, wenn sich Fahrzeuge begegnen. Also es gibt interessanterweise keine Crashs, auch wenn die Passagiere, wenn die dann irgendwie mal unter die Räder kommen, alles nicht so schlimm, denn es gibt keinerlei Meldungen über Tote und Verletzte auf Hamburger Straßen, zumindest nicht im Simuland. So, der hat jetzt, zack, der ist angekommen, hat sein Päckchen abgeliefert und wir gucken jetzt mal aus der anderen Richtung. Oh, hier ist natürlich ein großes Gebäude. Das ist das Heizkraftwerk Berlin-Mitte. Das ist das Original. Das ist ja nach dem Original grafisch designt. Passt gut hin. Muss wahrscheinlich hier für das Viertel für die Heizung sorgen. Für die Heizung der Wohnhäuser. Jetzt ist ein Stau, weil hier viele Busse sind, die dann natürlich immer auch halten müssen, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Und am Bahnhof sieht man immer wieder ordentlich Bewegung. Von rechts kam jetzt gerade ein Zug, das sind Züge, die Erz transportieren. Weiter südlich von unserem Hamburg befindet sich ein großes Stahlwerk. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war auch auf dieser Übersicht in der Gallery der Factories, der Fabriken war. Das ist als eines der größten, vielleicht sogar das größte Gebäude, was man da sehen konnte. Ja, jetzt musste unser Lastwagen musste wieder warten, weil er dann Busvorfahrt hatte, rechts vor links, aber vergesst es, ist dann rechts vor links wird da nicht so geachtet, sondern es wird nur darauf geachtet, dass Fahrzeuge nicht einfach weiterfahren. Hier haben wir nochmal das Rathaus von hinten. Ja, und was haben wir hier noch? Olympia Tower München. Das hat es aber ganz schön weit nach oben gebracht, nach Norden geschafft. Jessenstraße 4 in Hamburg. Wir sind wieder zu Hause. Alles gut, alles klar. Jetzt geht es schon wieder ein bisschen aus der Innenstadt raus. Und ja, die Häuser werden langsam wieder etwas kleiner. Sind aber trotzdem ganz nette Gebäude noch dabei. Was ist dies denn hier? Güstrow, Armesünderturm. Das verbinde ich jetzt nicht, aber Güstrow ist ja bekannt, eine Stadt in Ostdeutschland. Und da gibt es offenbar diesen Armesünderturm. Ja, und jetzt nähern wir uns langsam schon wieder unserem Start- und Zielpunkt. Hier ist noch ein Fachwerkgebäude, eine Gaststätte. Das Gebäude stammt aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Ja, wobei Jahrhundertwende ist dann wohl die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Denn sowas würde man heute wohl nicht mehr bauen. Ja, guck, und da ist schon wieder unser Importeur. Mal sehen. Ja, die Mandelsäcke sind beladen. Die Plane ist aufgespannt. Es kann weitergehen, die Fahrt geht wieder quer durch die Stadt, aber wir haben es jetzt einmal gemacht. Genug. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen.
Jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Jetzt verabschiede ich mich und würde mich freuen, wenn ihr in, wie gesagt, etwa einer Woche wieder mit dabei seid. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.